Ja, moin, Jörg hier wieder von dreamlandresort.com und heute nehme ich euch mal mit zu einem sehr abgelegenen Eingang in das Sperrgebiet um die Area 51. Der Eingang ist gar nicht weit von Rachel am Nordende der Groom Mountain Range gelegen. Vor einer Weile ist ein YouTube-Video aufgetaucht. Da sind angeblich zwei Leute auf Geländemotorrädern von Security bedrängt worden, ziemlich übel beschimpft worden und das spielte sich an diesem Gate ab, wo wir heute hinfahren. Ich persönlich halte das Video für gestellt, weil ich es noch nie erlebt habe, dass sich die Security so benimmt. Normalerweise halten sie ihren Abstand, solange man nicht in das Grenzgebiet eindringt. Und soweit ich das beurteilen kann, sind die Leute mit ihren Motorrädern dann nur zu dem Gate hingefahren, sind aber dann nicht eingedrungen. Insofern bestand überhaupt kein Anlass, die Leute so zu bedrängen. Aber gut, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, ich halte es für gestellt, aber ihr könnt euch da gleich auch selbst eine Meinung bilden. Wir fahren da jetzt mal hin und gucken uns mal um. Ja, und so sieht der Weg nach vorne aus. Wir fahren auf die Groom Mountain Range zu, auf die Bergkette. Und der Weg ist eigentlich ganz gut ausgebaut, wird auch teilweise von dem Rancher hier benutzt, der seine Kühe hier treibt. Hier rechts sieht man auch gleich einen Wassertank, den er für die Kühe wohl hier aufgestellt hat. Und wir fahren auf die Groom Mountains zu, und wenn wir jetzt quasi auf die Bergkette vor uns drauf marschieren könnten, die schon im Sperrgebiet liegt, dann würden wir auf der anderen Seite in die Area 51 reingucken. Und natürlich lösen wir, wie überall um das Sperrgebiet herum, wieder Bewegungsmelder aus, sodass die Security also wahrscheinlich jetzt schon weiß, dass wir uns der Grenze nähern. Und es wird wahrscheinlich vom nahegelegenen Berggate, vom Hintereingang der Area 51, dann ein Fahrzeug hier die Straße hochkommen, um zu sehen, was wir hier treiben. Aber solange wie wir uns nichts vorzuwerfen haben, solange wie wir die Grenze nicht überschreiten, werden sie uns nur aus der Entfernung beobachten, und es besteht da kein Grund, dass die Leute eingreifen. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn wir die Grenze überschreiten würden. Dann würden wir sicherlich sofort festgesetzt werden. Es gibt auch ein paar YouTube-Videos von Bodycam-Videos von der Polizei, wie die Security dann Leute festsetzt, und dann kommt der Sheriff aus Alamo und das Ganze wird ziemlich ungemütlich, kostet reichlich Geld, und das wollen wir uns lieber nicht antun. Und Leute, tut euch das lieber auch nicht an, das bringt nichts. Ihr seid weit, weit von der Area 51 entfernt und das macht nur Ärger. Wir sind jetzt schon ziemlich nah an dem Eingang in das Sperrgebiet, und wie ihr seht, befinden wir uns in einem kleinen Tal zwischen Bergen, und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Da ist an der Grenze kein Schrank oder sonst irgendwas, sondern da stehen nur Warntafeln, dass es hier nicht weitergeht für Normalsterbliche. Ich fahre schön langsam, und bis jetzt habe ich die Security auch noch nicht gesehen, aber die sind sicher auf dem Weg hierher. Insofern wollen wir hier keine große Bedrohung darstellen, sondern fahren schön langsam und stetig weiter die Straße hoch, bis wir die Warnschilder sehen. Auf den Bergen hier links und rechts können unter Umständen auch Kameras angebracht sein, die uns beobachten. Die sind heute so klein, dass man es also selbst mit dem Fernglas nicht mehr sehen kann. Und wenn ich mit der Security hier beauftragt wäre, dann würde ich da ein paar Kameras auf den Bergen verstecken, damit die Leute auch sehen, was hier vor sich geht. Hier rechts ist ein kleiner Weg, der geht einen Berg hoch, den die Security gerne mal benutzt, um von dort aus Leute zu beobachten, die sich hier in der Gegend aufhalten. Gucken wir mal, ich sehe da keinen da oben, aber gut, die werden wahrscheinlich schon auf dem Weg hierher sein. Die Stelle ist hier sehr abgelegen. Es gibt hier auch keinen Durchgangsverkehr. Wie gesagt, wir enden am Gate. Der Weg geht weiter in die Area 51 rein.
aber natürlich nicht für uns und nicht für Normalsterbliche. Insofern, wenn wir hier ein Problem haben mit dem Fahrzeug, dann haben wir ein echtes Problem. Dann laufen wir wahrscheinlich zurück nach Rachel oder bis wir wieder Handyempfang haben. Aber hoffen wir mal, dass alles gut geht. Und jetzt kommen wir gleich nochmal um eine Kurve hier. Und da müssten wir eigentlich die Schilder sehen. Vorsichtig um die Kurve. Jawohl, da sind die Schilder. Na bitte, geht doch. Ja, das ist ja also der versteckte Eingang zur Area 51. Gibt hier eigentlich auch außer Security, die hier rein und raus fährt, wenig Verkehr. Hier seht ihr die Schilder. Wieder No Drone Zone, also keine Drohnen fliegen, und die Warning US Air Force Installation, also dass es sich hier um eine Einrichtung der amerikanischen Luftwaffe handelt. Und Warning, gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen näher an, aber so sieht das halt hier aus. Ja, nun haben wir hier geparkt und stehen kurz vor den Warnschildern. Nun gucken wir uns die Warnschilder noch ein bisschen aus der Nähe an. Allzu lange wollen wir uns hier nicht aufhalten. Müssen der Security ja nicht unnötig auf den Nerv gehen. Die Jungs sind sowieso in letzter Zeit ein bisschen griffig und gut, wir müssen das ja nicht unnötig provozieren. Wir gehen jetzt also genau auf den Grenzbereich zu und nehmt das wirklich ernst, Leute. Nicht einen Schritt über die Schilder, sonst gibt das richtig Druck. Ihr werdet wahrscheinlich irgendwo hier von den Bergen links oder rechts schon von Kameras beobachtet und es lohnt sich einfach nicht, hier den starken Mann zu machen. Gucken wir mal. Wieder die No Drone Zone. Und hier auch nochmal das Kleingedruckte. Könnt ihr euch dann selbst mal übersetzen. Im Prinzip sagt da das Schild, dass ihr keine Drohnen fliegen sollt. Und das gibt richtig Druck, wenn ihr es tut. Und fotografieren dürft ihr hier auch nichts. Aber das Ganze ist nicht unbedingt rechtskräftig. Die Drohnen ja, die Fotografie nein. Okay, dann gucken wir hier mal rüber. Da ist auch noch mal ein Schild. Gucken wir uns das auch noch mal an. Also auch noch mal No Trespassing, also keine Übertretung der Grenze und die entsprechenden Gesetzgebungen. Und das Ganze kostet $1000, wenn ihr es dann doch macht. Oder ihr könnt auch in den Knast kommen. Und das Ganze auf jeden Fall gibt richtig Druck. Nochmal ein Warnschild, US Air Force Installation, also die Luftwaffe der amerikanischen Streitkräfte, ist unerlaubt einzudringen. Und wenn ihr doch eindringt, dann seid ihr gezwungen, euch Durchsuchungen zuzulassen. Also alles keine gute Idee. Aber wie gesagt, bis hierhin können wir gehen. Und das ist auch völlig legal. Und da können wir nicht mehr hin. Schade eigentlich. Wenn wir da jetzt weiterfahren würden, dann würden wir irgendwann nach 30 Kilometern, 35 Kilometern vielleicht zur Area 51 kommen. Ich habe jetzt gerade ein Propellerflugzeug gehört, über uns in etwas größerer Höhe. Ich kann es leider von hier aus nicht erkennen, aber das kann ohne weiteres sein, dass jetzt hier irgendwo schon Übungen stattfanden mit einer Drohne und dass sie die Drohne einfach mal kurz hier hergebracht haben, um zu gucken, wer jetzt gerade die Sensoren ausgelöst hat. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich weiß nur, dass der Luftraum hier normalerweise für Sportflieger gesperrt ist. Wenn man also hier ein Propellerflugzeug hört, dann ist das in der Regel irgendwas Militärisches. Ja. Der Blick nach Rachel runter. Und da ist das Schild. Und da ist das andere Schild.
Und wir sind jetzt also ziemlich genau auf der Grenze. Und weiter gehen wir auch nicht. Na, wer sagt's denn? Wir gucken jetzt mal mit der langen Linse auf die Schilder. Und dann gucken wir auf den Berg dahinter und zoomen ein bisschen rein. Und wie ich das schon vermutet hatte, sieht man dann da oben auf dem Berg eine Kamera oder einen Sender. Da sieht man jetzt mit 500 mm Vergrößerung. Das sieht mir aus wie ein Sendeverstärker, wahrscheinlich für die Bewegungssensoren, die hier auf der Straße angebracht sind. Wir haben also auf dem Weg hier hoch mindestens 3 passiert, die ich als aktiv gesehen habe auf meinem kleinen Spezialgerät, über das ich lieber nicht reden möchte. Die haben uns aufgenommen und wahrscheinlich über diesen Sendeverstärker dann in die Area 51 gemeldet. Ob da jetzt eine Kamera mit angebracht ist, kann ich durch den Sucher nicht erkennen, muss ich vielleicht nachher mal auf dem Video gucken. Aber ihr werdet das ja hoffentlich auch jetzt schön sehen können. Ja, na bitte, haben wir das auch geklärt. Genau hier hat sich also der Vorfall zugetragen mit den beiden Motorradfahrern, die angeblich von der Security hier gestellt worden sind und ziemlich übel beschimpft worden sind und angemacht worden sind. Ihr kennt die Gegend vielleicht wieder. Ich denke, das Video war gestellt. Und wenn nicht, dann haben die Security-Leute einen richtig schlechten Tag gehabt. Weil so stinkig habe ich die eigentlich noch nie erlebt. Die halten normalerweise ihren Abstand, solange man nicht über die Grenze geht. Ja, das ist eigentlich auch schon das, was es hier zu sehen gibt. Wunderschöne Landschaft, aber ansonsten auch nicht allzu viel Spannendes. Deswegen fahren wir jetzt langsam mal wieder zurück nach Rachel in die Richtung. Leute, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal für die nächste Mission. Bis dahin, alles Gute, bleibt mir treu. Grüße in die alte Heimat und winke, winke.